In einem gewagten Schritt zur Neudefinition seiner Marktposition hat XPeng eine neuere und günstigere Version seines Flaggschiff-SUV G9 auf den Markt gebracht. Der neu gestaltete G9 basiert auf dem Rahmen der neuesten Architektur von XPeng und soll seinen Vorgänger um einen Haufen Kohle unterbieten. Alles, was man aktuell dazu wissen muss, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Bei einer aufwendigen Auftaktveranstaltung in Dunhuang in der Provinz Gansu im Nordwesten Chinas stellte He Xiaopeng, Vorsitzender und CEO von XPeng, mit großem Getöse den neuen G9 vor. Das Fahrzeug ist in 5 verschiedenen Versionen erhältlich und startet jetzt zu einem wesentlich günstigeren Preis. Dazu aber später mehr. Die vorherige Version des G9 wurde im September 2022 eingeführt. Der anfängliche Preis lag bei 39.700 € und schien ein Gamechanger zu sein. Allerdings empfanden die Verbraucher die komplizierte Konfiguration als verwirrend und trübten den anfänglichen Glanz. XPeng reagierte bereits 2 Tage nach der Markteinführung schnell und optimierte seine Optionen, um die Klarheit für den Kunden zu verbessern. Der G9 hatte seine Höhen und Tiefen und verkaufte im Dezember 2022 eine Rekordzahl von 4.020 Einheiten, musste in den Folgemonaten jedoch rückläufige Verkäufe hinnehmen. Aber mit dieser aggressiven Neupositionierung möchte XPeng den G9 zum meistverkauften vollelektrischen SUV in seiner Preisklasse machen. XPeng CEO He scheute sich nicht, die Ambitionen des Unternehmens zu teilen und erklärte, dass der überarbeitete G9 XPengs neue Offensive sei, um den Verbrauchern den beeindruckendsten, intelligenten, vollelektrischen SUV in einer im Vergleich viel niedrigeren Preisklasse zu präsentieren. Das Design ist zurückhaltend und wie aus einem Guss. Der schon recht wuchtige SUV wird durch die verschiedenen Rundungen ein wenig weicher. Die Gürtellinie ist hoch angesetzt, der Überhang ist vorne kurz, hinten länger. Die Front wird durch die schmalen, durchgehenden LED-Tagfahrlichter nochmal moderner und unter der Haubenkante hat man die Hauptscheinwerfer angebracht, natürlich auch in LED. Sieht man sich das Heck an, dann erkennt man dort ebenfalls schmale Scheinwerfer, die sich um die Flanken ziehen. Auch hier gibt es ein durchgehendes Leuchtband, das die Scheinwerfer von beiden Seiten her verbindet. Das Dach beherbergt eine große Glasfläche, die den Innenraum nochmal freier und größer wirken lässt. Im XPeng G9 blicken die Insassen auf 2 15 Zoll große Bildschirme und der Fahrende auf einen etwas kleineren Monitor, der die digitalen Instrumente darstellt. Das Infotainment ist topmodern mit 3D-Darstellung und drahtlosen Updates. Auch die Kopffreiheit leidet nicht unter dem Glaspanoramadach, das zusammen mit den gut verarbeiteten und bequemen Ledersitzen zum Wohlfühlambiente beiträgt. Ab sofort könnt ihr euch T-Shirts, Pullis und Caps mit Project Drive Design direkt hier unterm Video bestellen. Die sehen nicht nur ziemlich gut aus, sondern unterstützen auch meinen Kanal. Außerdem habe ich das Design des Elektronauten angepasst und sieht jetzt noch besser aus. Also fackelt nicht lange und werdet auch zum Elektronauten. Die Designs könnt ihr euch entweder hier direkt unterm Video oder mit dem Link in der Beschreibungsbox bestellen. Vielen lieben Dank an euch und weiter geht's mit dem Video. Platz gibt's im XPeng G9 genug, denn das SUV ist 4,89 Meter lang, 1,93 Meter breit und 1,68 Meter hoch. Der Radstand bemisst sich auf 2,99 Meter. Auch der Kofferraum mit 660 bis 1576 Liter kann sich sehen lassen. Einen Frunk gibt es auch mit 71 Liter. Das Leergewicht beträgt 2295 Kilogramm. Für das Elektro-SUV sollen je 3 ein- und zweimotorige Varianten angeboten werden. Die 3 einmotorigen Versionen verfügen über Heckantrieb und kommen mit einer Leistung von 312 PS, was den SUV in 6,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt. Die 2 Standardversionen sollen 570 Kilometer weit kommen, die Long-Range-Version sogar 700 Kilometer. Beide Angaben basieren allerdings auf dem chinesischen Standard und noch nicht auf WLTP-Werten. Für die 3 Allrad-Versionen soll zusätzlich zum 312 PS Heckantrieb noch ein Elektromotor an der Vorderachse kommen, der nochmal 237 PS liefert und damit eine Gesamtsystemleistung von 550 PS ermöglicht.
Die Reichweite soll für alle 3 Varianten bei 650 Kilometer liegen, ebenfalls nach chinesischem Standard. In nur 3,9 Sekunden soll dann von 0 auf 100 km/h beschleunigt werden können. Der XPeng G9 mit 800 Volt Technik füllt die 98 Kilowattstunden Akkus mit einer Leistung von maximal 300 kW innerhalb von 20 Minuten von 10 auf 80%. Die maximale Reichweite des Topmodells G9 Performance gibt XPeng mit 520 WLTP-Kilometern an. Beim Verbrauch sollen es 21,3 Kilowattstunden pro 100 Kilometer sein. Man könnte meinen, eine Preissenkung könnte eine Einschränkung der Funktionen oder der Leistung bedeuten. Nicht so beim G9. Die Kernkompetenzen des SUV basieren auf der innovativen SEPA-Architektur von XPeng. Diese Plattform ermöglicht Schnellladefunktionen und damit eine Nachladezeit von 130 Kilometern in nur 5 Minuten sowie noch kürzere Ladezeiten bei Verwendung der S4 Supercharger des Unternehmens. Eine Reise in die Vergangenheit zeigt den älteren G9 mit 8 Versionen ab 39.600 €. Im Gegensatz dazu bietet der erneuerte G9 5 Versionen, die das Angebot des Ende Juni eingeführten SUV XPeng G6 widerspiegeln. Die Preise des überarbeiteten G9 starten ab 33.700 €. Wie gefällt euch der XPeng G9? Wäre der was für euch? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!